Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Coma Art. Ich bin Markus Göttermann und heute geht es darum, hier dieses schöne Steinmaterial zu erstellen, was ihr dann später für Projekte wie Gebirge oder so oder wofür auch immer ihr das gebrauchen wollt, benutzen könnt. Dazu machen wir eine Node Group, dass man die wichtigsten Werte schnell einstellen kann und es für euch einfacher ist am Ende. Jedoch das Grundmaterial habe ich mir von einem anderen YouTuber angeschaut und teilweise übernommen oder größtenteils übernommen und dann dementsprechend für mich meine Anpassungen gemacht. Ähm, genau, den Link zu dem Originalvideo findet ihr in der Videobeschreibung und dann lasst uns reinstarten. Dann machen wir mal erstmal wieder unsere Standarddatei öffnen. Ähm, So, dann haben wir hier unser Holzmaterial. Daraus nehme ich das jetzt und sage dann Save As und gehe nach meinem Speicherordner Stone Material und nenne das dann Simple Stone. So, dann gehen wir in den Shader Editor, entfernen das Material, gehen mit 0 in die Kameraansicht, sagen neu, nennen es dann Simple Stone. Und fügen eine Mix Color ein. Oh, machen wir noch ein bisschen größer. So. Dann eine Color Ramp. Dann Shift D. Eine zweite Color Ramp. Dann eine Noise Textur und dann mit dem installierten Node Wrangler, das heißt hier einen Haken drin, kann man jetzt Ctrl T drücken und damit kriegt man die Texture Coordinate und die Mapping. So, und dann haben wir hier unsere Noise Textur, die erhöhen wir mal auf 7 in der Scale, Detail gehen wir auf 5, Roughness voll hoch nach 1 und die Distortion machen wir auf 0,2. Damit gehen wir dann hier in die Color Ramp und wir machen den schwarzen Slide auf 0,25 und gehen dann von hier in den Faktor von unserer Mix Color, also von hier nach hier wird der Unterschied, dass die schwarzen Punkte, die dunklen Punkte etwas kräftiger werden. Dann gehen wir auf die Mix Color, das heißt, der tut dann mixen, was schwarz und was weiß ist. Und da machen wir auf Farbe A ein ziemlich dunkles Grau oder ein mittleres Grau, nennen wir das mal.
Da nehmen wir die 464646 FF. Und für die zweite Farbe nehmen wir noch ein dunkleres Grau, fast schwarz. Das machen wir 13, 13, 13 FF. Und damit haben wir die zwei Farben und die Farben machen wir dann auf die Base Color. Und damit haben wir unsere Basis für den Stein, für das Material. Und dann gehen wir hier auf die zweite. Da machen wir das Ganze anders. Wir nehmen hier Weiß und machen die auf 0,75 und setzen das Ganze in die Roughness. Und dadurch wird es etwas rauer und etwas glänzender, je nachdem, wo es dann ist. Das könnt ihr auch gerne noch etwas umstellen, je nachdem, wie ihr das für euch haben wollt. So, und dann fügen wir noch eine Bump Note hinzu. Und da nehmen wir von dem hier die Color in den Height. Den stellen wir auf 1. Den stellen wir auf 0,2. Und das Ganze invertieren wir, dass das nach innen geht. So, und das kommt dann hier auf den Normal, um dann hier jetzt dementsprechend schön leichtes raues Steinmuster zu haben. Das ist quasi der Grund für das Material und damit wird dann gearbeitet. So, um aber jetzt noch ein bisschen mehr zu bekommen, nehmen wir noch eine Displacement. Die kommt nach hier in Displacement. Noch passiert nichts, weil wir hier auf Material, auf Settings gehen müssen und dann vom Bump Only auf Displacement and Bump. So, jetzt verzieht sich das erstmal und jetzt wollen wir natürlich noch was mit anbringen und dann machen wir eine Color Ramp und die machen wir den weißen auf 0,6. Damit gehen wir in den Height und setzen Scale auf 0,5. So, dann tun wir eine Voronoi-Textur hinzufügen und eine Noise-Textur. Dann gehen wir hier von dem Mapping auf den Vektor und stellen dann hier einen 1 ein. Dann hier 6 bei Detail, bei Roughness machen wir eine 0,45 und bei Distortion 0,2. Von dem gehen wir dann auf den Vektor von der Voronoi und die stellen wir in Scale auf 4, Detail auf 1, Roughness lassen wir und die anderen beiden auch. Dann gehen wir hier von Distance auf die Color Ramp und hier da drauf. So. Dann müssen wir noch hier bei der Voronoi auf Normalize gehen.
Ja, keine Ahnung warum. In meinem Beispiel sieht es anders aus als jetzt. Ich finde aber keinen Fehler, keinen Unterschied. Trotzdem finde ich es so jetzt ziemlich cool und kann auch so bleiben. Und man hat hier halt eben die Möglichkeiten, noch ein bisschen was umzustellen. Indem man jetzt hier den Scale macht, sieht man, wird das Fine noch verändert. Oder wenn man dann hier den Scale macht, wird das Grobe verändert. Oder mit dem Scale ebenfalls. Und genauso kann man mit Detail noch ein bisschen spielen. Hier mit den Rampen ein bisschen spielen. Hier mit dem Scale ein bisschen spielen. Und so kriegt man halt eben ein bisschen was. Oder hier den Bump noch was verändern. Da kriegt man auf jeden Fall noch ein bisschen was raus, dass man das noch verändern kann. Farben sei euch überlassen oder sei dir überlassen, was du machen möchtest. Und hier kann man natürlich mit den Color Ramps auch noch ein bisschen verändern oder hier das Detail noch ein bisschen verändern, womit man das dann noch ein bisschen, auch weil das auf die Roughness geht, mit ein bisschen beeinflussen kann. So, da wir das jetzt dann quasi zusammen haben als Material, können wir das wieder mit einer als Gruppe zusammenfügen. Und die Gruppe nennen wir jetzt mal Description. Na, Simple Stone. Shader. So, machen wir das da noch. Genau, dann steht hier Simple Stone, da Shader und damit haben wir das passend. Dann nehmen wir jetzt folgende Werte. Wir fangen an hier mit dem Scale, dann Detail, dann Color A, Color B, dann Bump, die Strengths finde ich ist noch wichtig. Dann nehmen wir den Scale hier, den Scale hier, Detail hier, Detail hier, dann den Scale von der Displacement noch und damit wären wir sozusagen zusammen. Ja, das passt. Dann möchte ich das noch ein bisschen anpassen und nenne das jetzt einfach Scale, Detail, Color A, Color B, Strengths nehmen wir Bump noch davor und dann Scale, Displacement Scale, N for Noise Texture und dann V für Voronoi. Dann nehmen wir hier Detail, das ist
nur die und dann Detail V. So, damit haben wir alles soweit ein bisschen benannt. Der normale Scale für den Stein, dann Detail davon, dann die beiden Farben, dann Bump, die Strengths, dann Displacement, Scale einmal für die Noise-Textur, für die Voronoi-Textur, dann Detail von der Noise-Textur und Detail von der Voronoi und Scale hier von der Displacement. Damit haben wir so ziemlich alles abgegrast. So, ich ziehe das einmal groß, da könnt ihr euch sonst noch einen Screenshot von machen. So, N für das Panel wegmachen. So. Und dann gehe ich mit Tab rüber. Und dann können wir einfach mal gucken. Jetzt mit dem normalen Scale kann man das Muster, allgemeine Muster vom Stein etwas beeinflussen. Dann mit Detail, ob es sehr fein ist oder sehr rau und dann sehr oder etwas spiegelnder, und so kann man das noch langsam ein bisschen entsprechend bearbeiten. Dann die beiden Farben sind klar, könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Sagen wir machen hier einen leichten Grünton. Ups, das war ein bisschen viel. So in die Richtung oder so, dann kann man irgendwas Spaciges haben an Farben. So, dann genau haben wir die Farben, dann die Bump Strengths, je nachdem wie viel Bump wir da haben möchten. Dann die Displacement Scale ist natürlich jetzt sehr wild, was man da machen kann, deswegen möchte ich, und dasselbe ist hier beim Voronoi Scale, dann sieht das irgendwann ziemlich wild aus. Und mit der Displacement Scale, das wuchert dann irgendwann raus und das wollen wir nicht. Deswegen werden wir die Werte mal noch ein bisschen anpassen. So, und dafür gehen wir jetzt, machen wir erstmal das Side Panel wieder auf, gehen mit Tab rein. Für den möchte ich, der soll von 0 bis 1 gehen, das reicht mir. Dann für diesen Wert von 0 als Minimum bis 10. Für den Wert nehmen wir auch 0 bis 5. Und für die Bump Strings machen wir das auch 0 bis 1. Lassen wir. Passt. Okay, dann gehen wir noch einmal rüber, probieren wir aus. Bump Strengths maximal 1, 0 ist okay. Dann Displacement gehen wir maximal bis 5. Das sieht schon ziemlich rau aus mit der Noise. Und hier dasselbe auch. Dann hier Detail lassen wir, geht nur bis 15 und 0. Und hier dementsprechend dasselbe. Und dann hier vom Displacement her reicht das vollkommen, dass es gut aussieht. Und damit wäre unser Material als Stein fertig. Das speichern wir jetzt mal ab. Nochmal Save. Und dann wollen wir das ja wieder in unseren Asset Library hinzufügen. Dafür öffnen wir die. Open. Das habe ich. Asset Library. Material. So.
Und Lava ist, ja, wäre ein Gestein. Ja, ich will noch ein anderes Lavamaterial machen. Machen wir einfach Shift-D, Y3 minus. Damit habe ich den gedoppelt. Entferne jetzt das Material von dem. Und Ground lassen wir und den nennen wir dann Simple Stone. Und speichern ab. Save und dann machen wir Append. Dann suchen wir den Simple Stone und können von hier das Material Simple Stone nehmen. Gehen hier drauf und sagen Simple Stone und damit haben wir unser Material auf dem Stein. So. Sieht doch ganz annehmbar aus. Dann speichern wir noch einmal und gehen dann in den Asset Browser oder Asset Library und dann möchten wir den Stein natürlich hinzufügen. Dafür machen wir hier wieder rechte Maustaste, Mark as Asset und dann haben wir das hier unter Unassigned und dann gehen wir hier auf die Asset Library, Materials, Ground und fügen das von hier nach Ground. Machen File, Save und damit ist es, hier ist unsere Lava und da ist unser Stein, ist es dann auch mit drin. Oder wenn wir nur auf Ground gehen, haben wir den Ground, Simple Stone and Lava. So, dann gehen wir auf All Libraries, dann haben wir wieder alles, sagen Speichern und sagen Neu, General und fügen unseren Stein mal auf den Würfel. Und jetzt passiert nicht wirklich viel, wir sehen, ein bisschen ist da. Dafür müssten wir jetzt hier ein bisschen was hinzufügen. So, und damit haben wir einen schönen Stein mit dem entsprechenden Maßen. Genauso könnte ich jetzt eine Plane GX Scale und dann machen wir mal Modifier Subdivide. Okay. Und fügen dann hier auch nochmal den Stein drauf. Und dann sehen wir, dass wir hier schön Vertiefung haben, Erhöhung. Und das ist dann unser schönes Steinmaterial, kann dann gut verwendet werden. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Damit war es das mit diesem Tutorial. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder gebt einen Kommentar zum Besten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!